Wie lerne ich meinen Funk-Innentaster an einem Hörmann-Antrieb ein? Bei einem Supramatic 3 oder Supramatic 4 drücken Sie die Programmtaste lange, bis die Zahlen 00 erscheinen und klicken Sie dann zweimal nach oben auf die Programmnummer 11. Anschließend einmal kurz die Programmtaste drücken und warten, bis die Zahl blinkt. Wenn die Zahl blinkt, drücken Sie lange auf Ihren Handsender, bis die Zahl 11 anfängt schneller zu blinken. Sobald das der Fall ist, lassen Sie Ihre Taste am Handsender los und warten, bis der Antrieb ausgeblinkt hat. Das heißt 1 bis 2 Minuten warten. Anschließend können Sie Ihren Innentaster ganz normal an Ihrem Antrieb per Funk verwenden. Bei einem Promatic 3 oder 4 ist es genau das gleiche. Nur, dass wir keine Programmnummern haben, sondern durch Blinken unsere Programmnummer angezeigt wird. Das heißt, bei unserem Promatic müssen wir auf unsere kleine Taste, auf der ein P steht, wie Programm, einmal drücken. Bei dem Promatic 3 sieht das Ganze etwas anders aus. Ich zeige kurz ein Bild, welche Taste an diesem Antrieb gedrückt werden muss. Nun drücken wir einmal die P-Taste und der Antrieb beginnt rot zu blinken. Das ist wieder das Zeichen für uns, unseren Innentaster einzulernen. Wir drücken also ganz lange auf unseren Innentaster, bis das rote Licht schneller blinkt. Wenn das rote Licht schneller geblinkt hat, kann ich meine Taste am Innentaster loslassen und warte einfach so lange, bis der Antrieb aufhört zu blinken und nur noch leuchtet. Anschließend kann ich mit meinem Innentaster ganz normal mein Tor bedienen.